Wheels getauscht, 3 Leuchten, nur der eine nicht. Leute, das kann nicht sein. Wir schauen uns das auf der Straße in Ruhe an. Vielleicht geht er draußen. Auf geht's. Wir waren jetzt draußen, wir haben uns das angeschaut, auf der Straße, er leuchtet noch immer nicht. Wir haben die Wheels durchgetauscht, es hat nichts geholfen. Wir werden uns das jetzt genauer anschauen. Nicht verlieren. Ich werde jetzt hier die Kugellager entfernen und mir den Bereich zwischen den beiden Kugellagern genau anschauen. Aufpassen, dass man die Hand nicht ansticht. Okay. Da hier sieht man jetzt den Innenbereich und hier vermute ich einen Daumagneten. Das Prinzip bei den Light-Up-Wheels ist Induktion. Der Dauermagnet darf sich aber nicht bewegen, wenn sich der Reifen bewegt. Und ich vermute, dass das Problem war, dass der sich mitgedreht hat mit den Reifen. Folglich ist nichts induziert worden und das LED, das eingegossene, hat nicht geleuchtet. Somit werden wir jetzt die Kugellager fester andrücken, fester anschrauben. Dann bewegt sich der Teil nicht. Wenn sich der nicht bewegt, wird eine Spannung induziert und die LEDs leuchten. Das werden wir jetzt machen. Problem gelöst. Auch das 4. leuchtet jetzt. Perfekt. Super Hinweise. Vielen Dank, Martin. Ich habe einiges gelernt, vor allem, dass man die Lager fest andrücken muss an den Dauermagneten. Das ist ganz wichtig. Und dann leuchten eure Wheels auch. Wie man diese Wheels richtig montiert, das findest du in diesem Video. Es gibt noch viele weitere E-Skateboard-Videos, die findest du hier. Hat dir das Video gefallen? Gib uns doch gerne einen Daumen nach oben. Für Fragen und so weiter, schreib es unten in die Kommentare. Und um nichts zu verpassen, abonniere doch gerne den Kanal. Dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank, Leute. And skate on. Tschüss.